Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ein ganz spannendes Thema. Viele von euch haben schon gefragt, letztes Jahr schon in den Kommentaren nach meinem Video, wie viel Strom erzeugt eine Tonne Mais? Hannes, kannst du das auch mit Rindergülle machen? Klar, Hannes kann. Aber zuallererst fangen wir mal von vorne an. Warum ist das interessant? Warum kann man aus Rindergülle Biogas erzeugen? Warum kann man aus Rindergülle Strom machen? Ist doch Gülle, ist doch ein Abfallstoff. Ja, dem ist so. Aber letztendlich ist es bei allen Tieren, ist bei uns auch so, wir verwerten nicht 100% von unserer Nahrung. Und das ist bei Rindern genauso. Das heißt, das, was wir am Ende verwerten in dieser Rindergölle, sind unverdaute Stoffe, sind unverdaute Pflanzenfasern, sind unverdaute Maiskörner, je nachdem, womit das Rind gefüttert wurde. All das erzeugt am Ende Gas. Und das kann mal mehr und mal weniger ausfallen. Das heißt, wenn wir die Rinder relativ viel mit Heu füttern, Stroh, Heu, wenig Energie, dann bekommen wir auch wenig Gülle aus dem Ganzen, beziehungsweise wir bekommen genauso viel Gülle, aber wir bekommen weniger Energie aus der Gülle. Oder wir haben ein Hochleistungsrind, welches letztendlich auch Milch gibt zum Beispiel, oder Mastrinder ein bisschen weniger, aber auch Milchrinder. Da bekommen wir natürlich deutlich mehr Energie aus einer Tonne Biogas. Und das ist am Ende gar nicht so wenig, oder ist das wenig? Das werden wir gleich erfahren. Und zwar eine Tonne Rindergülle, was so nahezu 1 Kubik entspricht, die wir, wenn wir die in der Biogas einsetzen, verwerten, erzeugt 25 Kubik Gas. Also die Zahlen sind so ein bisschen unterschiedlich, von 20 Kubik bis 30 Kubik findet man im Internet. Meine persönliche Erfahrung war tatsächlich, die wir über Jahre eingesetzt haben, die war tatsächlich auch über 30. Also wir haben so mit 30, 33 Kubik gerechnet, und ich habe auch schon Analysen von 38 Kubik gesehen von Hochleistungsrindern. Da muss man aber sagen, dann verschwindet die Gülle auch sehr, sehr zeitnah von Stall über eine Verrohrung in die Biogasanlage. Je länger eine Gülle natürlich außen lagert, gibt es auch Umsetzungsprozesse. Auch Bakterien machen da ihren Job, und je weniger Energie hat natürlich auch eine Rindergülle. Das heißt, die Zeit vom Stall, bis es letztendlich in der Biogas landet, ist auch sehr, sehr entscheidend. Aber wir rechnen einfach mal mit 25 Kubik. Das ist so ein bisschen das Mittel über die Zahlen, die man da findet. Und das gibt relativ hohen Methangehalt. 60% sind es am Ende, die man da bekommt. Das ist mehr, als man beim Mais hat. Zum Beispiel Mais hat man nur 50%, 60%, weil die Kohlenhydrate, die hauptsächlich in der Rindergülle da sind, die sorgen dann für diesen hohen Gasertrag. Wenn man das Ganze dann rechnet, kann man ungefähr davon ausgehen, dass 1 Kubik Gas 2,2 Kilowattstunden Strom erzeugt. Man hat ungefähr bei der Biogas einen Wirkungsgrad von 42%. Man würde eigentlich so 5 bis 7,5 Kilowattstunden Energie rausbekommen, aber das ist letztendlich nicht das, was man an Strom gewinnen kann. Denn man hat sehr, sehr hohe Verluste bei dem ganzen Prozess, beziehungsweise bei der Verstromung entstehen sehr, sehr hohe Verluste, und letztendlich kann man dann mit einem Wert von 2,2 rechnen. Das heißt, 25 Kubik mal 2,2 ergibt 55 Kilowattstunden Strom für einen einzigen Kubik Rindergülle. Hört sich viel an, hört sich wenig an? Weiß ich jetzt nicht. Wenn man das jetzt noch bedenkt, dass ein Milchrind wohlgemerkt, ein Milchrind ein Milchrind produziert 17 Kubikmeter Gülle im Jahr. 17 Kubik mal 55 kommen wir auf 935 Kilowattstunden Strom. Hört sich schon ein bisschen mehr an. So, was verbraucht ein Haushalt ungefähr? Es sind so ungefähr 2.500 Kilowattstunden für einen Zwei-Personen-Haushalt, wird so durchschnittlich in Deutschland angegeben. Damit wären wir ungefähr bei 2,5 Rindern, also bei 2,5 Rindern, die wir ungefähr bräuchten, um einen Haushalt zu versorgen. Ist, finde ich, eine ganz, ganz coole Sache, denn wir reden hier von Abfallstoffen. Ne? Es ist wirklich Abfallstoffe. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit der Energieerzeugung aus einer Biogasanlage, das wäre die Gasgewinnung, also die Gaseinspeisung letztendlich. Bei der Verstromung passiert Folgendes: Wir produzieren in den Behältern ein Biogas, das ist methanhaltig, und dieses Methan verbrennen wir in Motoren und treiben damit Generatoren an und erzeugen damit Strom. Bei der Gaseinspeisung funktioniert das etwas anders. Das heißt, wir produzieren nach wie vor das Gas, also der Prozess bis zum Motor ist nahezu gleich oder ist gleich. Und danach geht das Ganze in eine Gasaufbereitung. Denn wir haben hier durchschnittlich nur so 50 bis 55%
Methan in der gesamten Anlage, was man so produziert. Also Mais produziert ein bisschen weniger, schlechte Silagen produzieren weniger, Gülle ein bisschen mehr. Deswegen kommt man am Ende so bei 50-55% Methan letztendlich an. Und damit diese ins Erdgasnetz gelangen dürfen, müssen die wenigstens eine Reinheit von 97% Methan haben. Das heißt, wir müssen das Gas aufbereiten. Da steht eine sehr, sehr teure Aufbereitungsanlage, die sich hauptsächlich nur bei großen Anlagen lohnt. Und die kann das Ganze dann aufbereiten. Und wie sieht es dann aus, wenn wir dann mit 60% Methan ausgehen und wir rechnen einfach mal, dass es mit 100% aufbereitet werden, das heißt die 25 Kubik und 60% davon letztendlich sind 15 Kubik. 15 Kubik Gas können wir im Jahr erzeugen. Wie viel ist das jetzt wert? Wissen wir noch nicht genau. 255 Kubik wäre es dann im Jahr. Mal 17 Kubik haben wir ja vorhin gerade festgestellt. Also 17 Kubik produziert ein Rind im Jahr. Und das mal 15 Kubik Gas, die wir damit erzeugen können, sind wir bei 255 Kubik. So, wie hoch ist jetzt das Energieäquivalent? Also wenn wir dieses Gas jetzt sozusagen in unserer Gastherme zu Hause verbrennen, was können wir damit erschaffen? Ungefähr 9,97 ist der Energieäquivalent Kilowattstunden. Das heißt, ein Kubik Gas erzeugt 9,97 Kilowattstunden Wärme. Das ist das, was man so im Netz findet. Die Gasthermen haben inzwischen einen sehr, sehr guten Wirkungsgrad von bis zu 97-98%. Das heißt, wir rechnen mal hier ungefähr mit 100%. Das heißt, mit diesen mit 255 Kubik Gas, die wir jetzt durch das Rind produzieren, können wir 2500 Kilowattstunden gerundet im Jahr erzeugen an Wärme. Wenn wir jetzt gucken, was verbraucht ein Haushalt mit 2 Personen im Jahr, dann habe ich im Netz gefunden, sind es rund 10.000 Kilowattstunden. Das heißt, bei der Wärme bräuchten wir ungefähr 4 Rinder im Jahr, um einen Haushalt mit Wärme zu versorgen. Jetzt könnte man das Ganze natürlich weiterrechnen und weiterspinnen. Wie viele Rinder gibt es denn in Deutschland? 11 Millionen. Und wie viele Haushalte könnte man versorgen? 4,4, wenn man das einfach mal so über den Daumen brechen würde. Man muss aber sagen, die Rechnung hinkt gewaltig, denn wir haben nicht nur Erwachsenenrinder, wir haben nicht nur Milchrinder, sondern auch ganz normale Mutterkühe, die zum Beispiel überhaupt nicht hohe energiehaltige Gülle geben. Das heißt, der Wert, der da letztendlich rauskommt, ist viel, viel geringer. Wir haben ganz, ganz viele freilaufende Rinder. Das heißt, die Mengen können wir schon gar nicht auffassen. Und deswegen können wir das gar nicht so rechnen. Also wie viel können wir im Jahr produzieren? Da müsste man jetzt erfassen, wie viele Rinder leben im Stall. Wie viel kann man natürlich auch für die Biogasproduktion nutzen. Denn das Ganze ist natürlich auch energieaufwendig, das Ganze dahin zu produzieren. Im Optimalfall haben wir einen Rinderstall und direkt daneben eine Biogasanlage. Das heißt, das Substrat wird einfach nur rübergepumpt. Bei meiner Anlage zum Beispiel war es so, wir sind mit einem Transporter, einem Güllezubringer zu der Anlage gefahren, zum Rinderstall gefahren, haben die geholt, haben wieder zu uns das Substrat gefahren, also haben uns die Rindergülle geholt, wo wir am Ende ungefähr davon ausgehen müssen, dass wir 1 Liter Diesel für 1 Kubik Rindergülle verbraucht haben, plus zusätzlich die Kosten, plus zusätzlich natürlich Emissionen, Material und. Jetzt wäre natürlich der Gedanke, wie sieht es denn aus, wenn man einfach Diesel wieder verbrennt, statt zu sagen, okay, wir lassen die Gülle da, aber erzeugen den Strom jetzt anders. Gut, die Frage ist relativ einfach. Wir können aus einem Liter Diesel, auch 1 Liter Diesel hat 9,97 Kilowattstunden Energieäquivalent. Das heißt, so viel Energie können wir rausziehen. Aber ein Generator hat meistens nur einen Wirkungsgrad von 50%, 45%. Das heißt, wir können Pi mal Daumen mit der Hälfte rechnen. Das heißt, wenn wir aus Diesel Strom erzeugen wollten, können wir davon ausgehen, dass 1 Liter ungefähr 4,55 Kilowattstunden Strom erzeugt. Wir rechnen immer, damit es einfacher ist, einfach nur mit der Hälfte. Das heißt, wir haben 55 Kilowattstunden Strom aus 1 Kubikmeter Rindergülle erzeugt oder könnten wir erzeugen. Und wenn man das mit 5 rechnet oder durch 5, dann kommen wir auf 11 Liter Diesel-Äquivalent raus. Das heißt, wir können 11 Liter quasi verfahren, bis wir ungefähr beim selben rauskommen. Unterm Strich muss man sagen, wenn wir dann 1 Liter verbrauchen, den wir brauchen, um die Gülle zu der Anlage zu holen, ist das schon mal eine gute Sache. Dann haben wir noch 10 Liter sozusagen im Plus. Natürlich muss man jetzt noch aufrechnen, theoretisch, was braucht es, um die Biogas zu erzeugen, um sie zu betreiben.
jeglichen Aufwand, der dazu führt, für diese Anlage zu betreiben. Aber letztendlich kann man diese Frage schon mal ganz einfach klären. Nein, es würde sich nicht lohnen, einfach Diesel zu erzeugen, denn Rindergülle ist da, ist ein Abfallstoff, ist eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Wenn man das Ganze jetzt aus der kostentechnischen Sicht betrachtet, dann ist es entweder so, dass man die Rindergülle holt und die Gerste zurückgibt, weil da ja Nährstoffe enthalten sind, um sie zu tauschen. Dann ist es häufig so, dass man da auch ein bisschen Geld für bezahlen muss, je nachdem, aus welcher Region man kommt. Teilweise muss man Geld bezahlen, teilweise kriegt man sie umsonst, teilweise bekommt man sie umsonst geliefert. Da gibt es verschiedene Regionen in Deutschland, wie das da so ist. Teilweise hat man nur die Transportkosten, alles drum und dran. Muss man sagen, der Break-Even ungefähr für 1 Kubik Rindergülle, den man ausgeben kann, ist so ungefähr 3,50 €, 4 Euro. Warum? Weil ich dann genau beim selben liege letztendlich wie bei einer Maissilage. Was kostet mich letztendlich eine Maissilage? Auch das ist in der Region sehr, sehr verschieden. Das heißt, einige Regionen können maximal 3,50 € für einen Kubik Rindergülle ausgeben, weil es sich dann schon lohnt, Maissilage einzukaufen. Andere Regionen eher 6, 7 Euro, weil da die Maissilagen deutlich teurer sind. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Und das letzte Jahr lässt schwierig auf die Kosten gucken. Wir haben sehr, sehr hohe Preisexplosionen auch in der Landwirtschaft. Letztendlich muss man sehen, wo sich das einpegelt. Also auch momentan gehen bei uns in der Region für 60, 70 Euro die Maissilagen über den Tisch, mal aber auch nur für 30, mal für 40. Das muss jeder Betrieb für sich entscheiden. Aber letztendlich liegt da ungefähr die Grenze, was der Betrieb ausgeben darf. Man darf die Transportkosten da nicht vergessen. Man hat natürlich dann auch deutlich mehr Wasser, was man produziert. Das heißt, wir nehmen natürlich Gülle auf, aber letztendlich sind da 95% Wasser drin. Und wenn ich zum Beispiel Maissilage einsetze, dann sind da nur 70%, 65% Wasser drin. Was letztendlich dazu führt, dass ich auch eine höhere Nährstoffkonzentration habe, wenn ich mehr Maissilage einsetze. Das heißt, unterm Strich, wenn ich eine höhere Nährstoffkonzentration in den Gärresten habe und weniger Wasser in den Gärresten habe, also letztendlich einen Abfallstoff, den ich wieder auf die Felder bringe, dann habe ich da auch weniger Transportkosten hinten raus und weniger Ausbringkosten. Das heißt, ich bringe weniger Menge auf den Hektar aus, habe aber dieselben Nährstoffe. Das ist so eine gesamtheitliche Betrachtung, die man da wirklich nicht aus dem Auge lassen muss. Und das muss wirklich jede Anlage für sich da einmal entscheiden. Alles in allem muss man aber sagen, wenn man zum Thema Nährstoffe geht, ist es so, dass alle Nährstoffe, nahezu alle Nährstoffe, die vorne in der Biogas reinkommen, hinten wieder rausgehen. Das heißt, Phosphor, Kali, Stickstoff, alle Makronährstoffe, alle Mikronährstoffe sind letztendlich wieder hinten in dem Gerst drin. Lediglich Kohlenstoff und Wasserstoff gehen in großen Mengen aus den Substraten raus. Das heißt, der Humuswert ist etwas geringer, obwohl da sich die Untersuchungen teilweise noch ein bisschen scheiden. Also die unterscheiden sich da ein bisschen. Einige sagen, ja, der Humuswert ist geringer. Der andere sagt, nee, dafür sind mehr von den guten Kohlenstoffteilchen vorhanden. Ist ein bisschen verschieden, aber generell ist weniger Kohlenstoff im Substrat drin, als es ursprünglich reinkommt. Alleine von der Logik, weil Methan aus CH4 besteht, also Kohlenstoff und 4 Wasserstoffteilchen. Und das Ganze verbrennen wir und das Ganze wird ja sicherlich frei. Zusätzlicher Punkt ist, die Emulsionen, die aus der Gülle kommen, sind ja vorher durchs Rind gegangen, also betrachten wir es mal ganz von vorne. Das Rind frisst Pflanzenteile. Und diese Pflanzenteile haben vorher mal CO2 gebunden, weil sie Photosynthese betrieben haben. Das heißt, Kohlenstoff wurde gebunden aus der Luft, CO2 wurde gebunden, wurde in Pflanzenmaterial gebunden, geht dann durchs Rind durch, dann wandelt das Rind schon mal einen Teil um und dann wandelt die Biogas den Rest sozusagen wieder um. Das heißt, emulsionstechnisch kommt nur das dazu, was wir benötigen, um das Futter zu bergen, um die Rinder zu füttern, um das alles zu betreiben, die Biogas zu betreiben, alles drum und dran. Letztendlich muss man aber sagen, die Nährstoffe in dem gesamten Gärrest ist eine super Sache, weil sie sehr, sehr vollwertig da liegen. Das heißt, viele Nährstoffe, auch Mikronährstoffe sind vorhanden. Und wenn es einmal durch eine Biogas gegangen ist, die Rindergülle, dann riecht sie nicht mehr so intensiv. Hat viele, viele Vorteile. Meine persönliche Meinung zu dem Ganzen, falls ihr es wissen wollt. Ich glaube, das ist an sich eine gute Sache. Wir verwerten einen Abfallstoff, um Energie zu erzeugen. Aber er ist nur dann gut, wenn wir möglichst kurze Transportwege haben. Am besten einfach nur zu der Anlage durchpumpen und nicht diese weiten Distanzen gehen. Die meisten Anlagen in Deutschland sind sozusagen genehmigte nachwachsende Rohstoffanlagen. Das heißt, wir dürfen all das einsetzen, was auf den Feldern wächst und was bei
bei der Fütterung von Rindern entsteht, quasi Futterreste oder auch Gülle oder auch anderen Tieren. Ne? Also auch andere Tiere, die Endprodukte dürfen wir auch in der Biogasanlage genauso verwenden. Ist nur eine Frage, wie es beantragt ist, wie es genehmigt ist. Letztendlich dürfen wir das dann Ganze so einsetzen. Es gibt in der ganzen Anlagen oder in der ganzen Biogas-Sache gibt es da einen Haken, beziehungsweise gibt es keinen Haken. Die meisten Anlagen, so ziemlich der Großteil davon, wird mit 30% Gülle oder Mist betrieben, weil es dafür einen Bonus gibt. Einen Bonus auf die Einspeisevergütung, das heißt, das Geld, was man damit bekommt, kriegt man sozusagen, ich glaube, 3 Cent ungefähr, 3 Cent je Kilowattstunde, und der ist sehr, sehr rentabel für die meisten. Das heißt, viele setzen Mist und Gülle schon sowieso ein, zumindest zu 30%. Dieser Bonus führt aber teilweise dazu, dass es sehr, sehr weite Transportwege für das Ganze gibt. Das heißt, Gülle wird sehr, sehr weit gefahren. Und es macht zum Beispiel im Betrieb keinen Unterschied, ob man 30% Gülle oder Mist einsetzen muss. Das heißt, wenn ich 10 Tonnen Gülle am Tag einsetzen muss, muss ich auch 10 Tonnen Mist am Tag einsetzen. Obwohl Mist viel, viel mehr Reststoff quasi ist. Also bei Gülle haben wir nur 95% Wasser, aber bei Mist haben wir nur 80% Wasser. Oder 70, je nachdem, was das für ein Mist ist. Das ist so ein bisschen der Haken. Denn 10 Tonnen Mist in eine Biogasanlage einzusetzen, ist deutlich schwieriger, alleine durch den Strohanteil. Gülle, super Substrat, rührt sich gut, lässt sich gut pumpen, alles drum und dran. Mist muss aufbereitet werden. Zum Thema Mist können wir gerne nochmal ein anderes Video machen. Das war jetzt erstmal nur das Thema Rindergülle. Wie viel Strom können wir mit 1 Kubik Rindergülle erzeugen? Und nach wie vor haben wir Rinder in Deutschland. Und nach wie vor ist ja das Interesse da, Rindfleisch oder auch Milchprodukte zu kaufen und zu erwerben. Von daher ist das eigentlich eine gute Sache. Kommen wir zum Allgemeinen noch, was gerne argumentiert wird. Ja, das lohnt sich ja nur wegen den ganzen Förderungen und wegen den ganzen Subventionen, die es da gibt. Im Prinzip gibt es über die ganzen Jahre nur ein festgelegtes Einspeisegeld, was wir bekommen für Biogasanlagen, beziehungsweise was Biogasanlagen bekommen über 20 Jahre, um da eine betriebswirtschaftliche Sicherheit zu haben. Man muss aber sagen, bei Weitem ist der Preis, den man jetzt für Strom bekommt, viel, viel höher als damals, was die Einspeisevergütung war. Dadurch gehen viele an den freien Markt und verkaufen am freien Markt, weit ohne Förderung. Also von daher, die Anlagen hauptsächlich jetzt bestehen, oder beziehungsweise die meisten Anlagen sind inzwischen am freien Markt und verkaufen da ihren Strom. Das soll es erstmal gewesen sein. Kleine Anmerkung, das ist keine wissenschaftliche Arbeit hier, das ist einfach nur gerundete Zahlen, um einen kleinen Einblick zum Ganzen zu haben. Bei weiterem Interesse kann man das Ganze gerne nochmal googeln, da gibt es auch sicherlich nochmal genauere Zahlen. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Leute, bis dann. Ciao, ciao.